Im heutigen Video dreht sich alles darum, ob die 8-Char-Taktik wirklich das Richtige für dich ist oder ob du besser herkömmlich spielen solltest. Und ich möchte es eigentlich auch verhältnismäßig kurz halten, weil es mehr so ein Ergänzungsvideo ist zu den anderen Videos, die ich zu der 8-Char-Taktik schon gemacht habe. Und es sind einfach so Sachen, die mir wieder aufgefallen sind in der letzten Zeit, wo halt Leute tatsächlich dann gesagt haben, irgendwie ist das doch nicht das Richtige für mich. Und über diese Gründe, warum Leute quasi mit der 8-Char-Taktik nicht zufrieden waren, über die wollen wir jetzt sozusagen ein bisschen reden. Und das Wichtigste ist eigentlich, dass ihr grundsätzlich versteht, was die 8-Char-Taktik ist. Das habe ich auch schon 2 ziemlich ausführliche Videos. Wenn ich es jetzt nochmal erzählen würde, wäre es einfach nochmal genau das Gleiche. Die werde ich euch auf jeden Fall verlinken. Also wenn ihr keine Ahnung habt, wovon ich gerade rede, dann solltet ihr vielleicht eins der beiden Videos, mein perfekter Start in Fly of Universe oder eben das 8-Char FAQ Video gucken. Das sind so die beiden Videos, auf das dritte, was ich gerade aufnehme, im Endeffekt aufbaut. Und ja, die Punkte, über die wir reden, der erste, Erfahrung. Den habe ich eigentlich in den anderen Videos auch so ein bisschen angesprochen, glaube ich. Also ist auf jeden Fall jetzt kein komplett neuer Punkt. Aber was in Erfahrung gemeint ist, ist einfach Erfahrung in Fly of Universe. Das heißt, die 8-Char-Taktik ist vor allem dann effektiv oder kann man vor allem dann viel Nutzen draus ziehen, wenn man Fly of Universe schon mal gespielt hat, beziehungsweise wenn man generell sehr viel Fly-Wissen hat und oder gewillt ist, sich das schnellstmöglich anzueignen. Wenn ihr jetzt komplett neu startet, als kompletter blutiger Anfänger und direkt die 8-Char-Taktik startet, dann kann ich euch fast garantieren, dass das nicht gut oder eventuell auch gar nicht gut funktionieren wird, weil ihr einfach irgendwo auch das Grundwissen nicht habt. Und in Fly of Universe funktionieren tatsächlich ein paar Kleinigkeiten, das sind wirklich eher Kleinigkeiten, aber wenn man die zusammennimmt, diese Kleinigkeiten, aus mehreren verschiedenen Aspekten, zum Beispiel Party, Einstellungen, XP-Verteilung zwischen Charaktern und lauter solche Sachen, dann kann das durchaus schon einen großen Unterschied machen, ob man eben, wie gesagt, erstens alles richtig macht, weil das ist natürlich wichtig, weil sonst verschenkt man sehr viel XP und dann dauert es deutlich länger und dann ist es schlecht. Und halt einfach, ob man halt auch versteht, wie das Ganze überhaupt grundsätzlich funktioniert. Und ich denke halt, wenn jemand jetzt komplett neu anfängt und seit 15 Jahren kein Fly mehr gespielt hat, dann kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass da das gleiche Verständnis da ist, wie bei jemandem, der jetzt, keine Ahnung, schon seit einem Jahr Fly of Universe spielt und von der 8-Char-Taktik in Anführungszeichen gehört hat und jetzt Bock hat, sich neue Charakter hochzuziehen und das mal auszuprobieren oder so. Das ist einfach nicht das Gleiche. Wie gesagt, das heißt nicht, dass es unmöglich ist, wenn ihr keine Erfahrung in Fly of Universe habt, aber es macht es auf jeden Fall deutlich komplizierter. Und ein weiterer Punkt, warum das dann ein Problem wird, zu dem komme ich gleich noch. Dann als nächstes ein Punkt, der wirklich extrem wichtig ist. Ich meine, darauf baut das Ganze im Endeffekt auf. Die 8-Char-Taktik ist halt kein, ja, ich mache jetzt mal 8 Chars und dann gucke ich mal. Wenn man sich wirklich dafür entscheidet, muss man es eigentlich auch durchziehen. Andernfalls macht es in meinen Augen nicht so viel Sinn. Also was man natürlich machen kann, ist, man nutzt die 8-Char-Taktik für einen bestimmten Grund. Ja. Das kann man auf jeden Fall machen. Aber das muss man halt auch von Anfang an im Endeffekt so irgendwie festlegen. Ja. Komme ich auch gleich noch, was ich genau damit meine. Aber worauf ich im Endeffekt damit hinaus will, ist, die 8-Char-Taktik ist definitiv nichts für Leute, die 1-2 Mal die Woche vielleicht 1-2 Stunden spielen und dann halt auch entsprechend schon ein bisschen Progress sehen wollen, weil es dauert einfach alles länger, was ihr macht, weil ihr müsst ja im Endeffekt alles 8-mal machen. Oder zumindest Quests auf jeden Fall müsst ihr alles 8-mal machen. Selbst wenn ihr leveln geht, so wie ich gerade, ihr müsst alle 8 Chars erstmal in die Party einladen, ihr müsst alle 8 Chars aufs Board buxieren, erst dann bufft ihr euch und erst dann legt ihr los. Ist kein riesiger Zeitaufwand, aber wie gesagt, wenn man wirklich nur ganz wenig spielt, dann sind diese 5 Minuten die Woche oder was auch immer oder 5 Minuten pro 2 Sessions, die man im Endeffekt nur mit Party einladen, aufs Board gehen, zum Levelspot fliegen und so weiter verbringt, vielleicht dann schon tatsächlich zu viel. Oder wenn man dann mal questet, denkt man sich, nice, ich queste jetzt eine Stunde, aber leider geht halt doch ein bisschen Zeit dann dafür flöten, dass man hier und da halt einfach alles 8-mal machen muss, die Questtexte durchklicken muss und so weiter und so fort. Da geht halt auch ein bisschen Zeit flöten. Und wenn man dann halt das Gefühl hat, man macht überhaupt keinen Progress, dann spielt man wahrscheinlich, in Anführungszeichen, ist so ein bisschen, ja, kann man jetzt auch sagen, dass es nicht so viel Sinn ergibt, aber dann spielt man vielleicht auch tatsächlich einfach nicht genug, um die 8-Char-Taktik wirklich so auszuüben, dass es halt auch Spaß macht. Weil ich meine, wenn du die 8-Char-Taktik machst und du denkst dir selber, oh Mann, alles ist langsam, alles ist kacke, das macht überhaupt keinen Spaß, dann macht es ja eigentlich auch keinen Sinn, dass du es machst. So, das ist im Endeffekt der Grundgedanke. Und wie gesagt, man braucht halt einfach großes Durchhaltevermögen, weil wenn man die 8-Char-Taktik wirklich von Anfang bis Ende durchzieht bis ins High-Level mit allen Charaktern bis ins High-Level, dann braucht man extremes Durchhaltevermögen, weil ihr werdet halt sehen, andere Leute, die mit 2 Chars spielen, die haben halt die gesamte XP auf 2 Chars verteilt und ihr habt die gesamte XP, die ihr bekommt, auf 8 Chars verteilt.
Logischerweise ist also jemand, der mit 2 Chars levelt, wesentlich höher als ihr, wenn ihr zeitgleich anfangt und ungefähr zeitgleich immer online seid und den gleichen Spielstil habt. Dann wird jemand mit 2 Chars euch immer outleveln, vor allem mit dem Main-Character natürlich. Logischerweise, weil, wie gesagt, die XP-Verteilung einfach eine andere ist. Und auch mit solchen, sag ich mal, Gedanken quasi, oh Mann, der levelt schneller als ich. Mit sowas muss man halt klarkommen. Man muss sich halt immer vor Augen halten, ja, aber ich habe die gleiche XP nur auf mehrere Charakter und so. Aber wenn man damit Probleme hat, dann, wie gesagt, wird es schwierig, lange durchzuhalten. Und auch dann ist es wahrscheinlich schwierig mit der 8-Chart-Taktik. So, und zu dem Punkt, den ich gerade noch angesprochen hatte, was ich damit meinte, mit dem, wie lange man die 8-Chart-Taktik durchzieht. Also, womit ich mehr als nur einverstanden bin, ich denke sogar dafür ist die 8-Chart-Taktik eigentlich perfekt, ist, es gibt natürlich verschiedene Nutzen. Also, ich habe das Ganze jetzt so gemacht, ihr seht es in meiner Party, meine Chars sind alle extremes High-Level, also mittlerweile fast alle Chars auf 150 und habe entsprechend das Ganze, im Endeffekt das ganze Game lang durchgezogen mit dieser 8-Chart-Taktik. Und wenn ihr das nicht wollt, ist das absolut okay, aber man muss sich natürlich vorher vor Augen halten, was will ich eigentlich erreichen. Und was viele Leute jetzt mittlerweile machen, auch beim FEC-Server haben das einige Leute vor, ist halt die 8-Chart-Taktik nutzen, um sich halt wirklich 8-mal den gleichen Charakter oder 2 Klassen auf ein gewisses Level zu ziehen, für Envy-Devs zum Beispiel zum Dungeons-Farmen, um halt quasi das nicht 8-mal machen zu müssen. Also die leveln quasi 8 Chars zeitgleich hoch, alle ungefähr aufs gleiche Level, um dann eben alle Chars zu benutzen, um Envy-Devs zu farmen. Das ist einfach ein Dungeon. Und dafür finde ich, ist die 8-Chart-Taktik eigentlich perfekt geeignet, weil warum nicht? Ich meine, du levelst relativ gleichmäßig. Ein Char ist immer höher als der andere, aber dadurch, dass du bei Envy-Devs sowieso zwischen Level 61 und 90 joinen kannst, wäre das kein großes Problem. Man muss halt nur gucken, dass der eine Char, der levelt, quasi nicht über 90 kommt. Ansonsten hat man da lange Zeit, sage ich mal, bis da irgendwas passieren würde, dass man aus der Dungeon Range leveln würde. Das ist eigentlich unmöglich, weil du kannst ja eh nur 19 Level höher sein als dein Leecher und kannst damit alle Chars auf 61 plus bringen. Easy peasy. Und dafür, wie gesagt, ist es eigentlich perfekt geeignet. Und kann ich auf jeden Fall absolut verstehen, wenn man es eher nur für sowas benutzen will und jetzt nicht unbedingt das ganze Game lang. Und darauf baut im Endeffekt auch die nächste Frage bzw. der nächste Punkt auf, für welche Klassen man sich eigentlich entscheiden soll. Und das ist einer der wichtigsten Punkte und das geht jetzt wieder zurück auf den ersten Punkt mit der Erfahrung in Fly Universe und auch auf den letzten Punkt mit den Dungeon Farmern. Ja, welche Klassen will man eigentlich? Und das ist halt eine Antwort oder eine Frage, auf die Antwort nicht so einfach ist, weil jeder hat ja auch ein bisschen anderes vor oder andere Präferenzen oder wofür die Chars einsetzen will. Wie gesagt, manche wollen vielleicht Dungeons farmen, manche wollen einfach nur alle Charakter ins High-Level bringen, um alle Quest-Belohnungen und so öfter zu kriegen und was weiß ich was. Gibt es ja die verschiedensten Gründe für. Und das muss man sich halt, wie gesagt, vorher überlegen, weil dafür ist halt dann auch relevant, welche Klassen die Charakter eigentlich haben sollen. Und wenn man da halt auch wieder, wie gesagt, gar keinen blassen Schimmer hat, also soll ich jetzt Blades machen oder mache ich einfach jede Klasse einmal und dann stelle ich aber später fest, okay, jede Klasse einmal war jetzt vielleicht auch nicht so gut, weil eigentlich will ich das gar nicht. Eigentlich hätte ich jetzt auch lieber 3 Blades, 3 RMs, vielleicht noch einen Elementor und einen Ranger oder so. Also nicht ganz so bunt gemischt, sondern eher möglichst viele gleiche Charakter, dass die sich dann auch ein Equipment teilen können, eben auch, um wieder mehrere Dungeons, mehrere Bosse mit dem gleichen Equipment farmen zu können. Lauter solche Sachen, das kann halt, finde ich, jemand, der zum ersten Mal spielt, echt überhaupt nicht einschätzen. Woher denn auch? Der weiß ja gar nicht, welche Charakter er haben will oder welche er braucht, in Anführungszeichen, um das zu machen, was er vielleicht machen will. Vielleicht weiß er noch gar nicht, was er machen will. Und das ist halt, wie gesagt, auch so ein Punkt, wenn man bei der Frage schon auf ein fettes Fragezeichen stößt oder einfach sagt, ach, ich mache einfach irgendwas. Das kann sich im Long Run rächen, weil wie gesagt, Durchhaltevermögen, langes Durchhaltevermögen. Und wenn man mittendrin feststellt, oh Mann, die Klassen sind ja alle voll falsch, wie will man dann durchhalten? Ich meine, im Endeffekt muss man dann nochmal neu anfangen und das ist ja dann irgendwie auch Schwachsinn. Also ist auch eine wirklich wichtige Sache, die ihr euch unbedingt vorher überlegen müsst. Ansonsten macht das Ganze absolut keinen Sinn. Was dann natürlich auch noch eine Rolle spielen kann, ist, wenn ihr mehrere Charakter offen habt, habt ihr eine minimal höhere CPU-Auslastung. Ich finde persönlich, das ist eher zu vernachlässigen. Das ist jetzt nichts, wo man jetzt sagt, oh ja, ich habe jetzt 8 Chars offen, jetzt brauche ich einen Threadripper für 10.000 Euro oder sonst was. So ist es nicht, aber es kostet natürlich für jedes Fenster ein kleines bisschen mehr Auslastung, wobei man da sagen muss, ist Fly Universe ganz cool gemacht. Fenster, die minimiert sind, beziehungsweise wenn ihr jetzt, also ich habe zum Beispiel gerade Firefox offen mit 7 Tabs und die 6 Tabs, also der eine Tab ist halt mein Ringmaster logischerweise, der mich die ganze Zeit GT bufft.
das ist quasi der eine Tab, der aktiv ist, und die anderen Tabs sind mehr oder weniger inaktiv. Die verbrauchen nicht keine Leistung, aber normalerweise, wenn ihr sie nicht die ganze Zeit on und off switcht, also draufklickt, wegklickt, wie auch immer, dann laden die, das merkt man auch daran, wenn ihr mal auf den Browser-Tab gebt, der schon seit Stunden inaktiv ist, dann seht ihr plötzlich, oh, da steht da noch in Asria, dann lädt es kurz 2 Sekunden und dann seht ihr das, was eigentlich gerade wirklich vor sich geht. Der steht gar nicht mehr in Asria, sondern der ist gerade schon ganz woanders. Und das heißt, die sind einfach so ein bisschen, ja, wie gesagt, inaktiv, so ein bisschen im Energiesparmodus. Aber es verbraucht trotzdem ein kleines bisschen mehr Auslastung. Das heißt, wenn ihr jetzt wirklich einen eher älteren PC habt oder so, kann das vielleicht auch noch eine Rolle spielen. Höchstwahrscheinlich nicht, wie gesagt, dadurch, dass es diesen, in Anführungszeichen, Energiesparmodus sozusagen gibt für diese inaktiven Tabs, hat man da eigentlich keine großen Probleme. Aber wäre halt vielleicht etwas, was man grundsätzlich vielleicht mal ausprobieren sollte, bevor man loslegt. Nicht, dass man nach, keine Ahnung, ein paar Tagen oder so merkt, ja, Moment mal, meine anderen Charts laggen voll oder mein ganzer PC laggt irgendwie voll. Und das war mir vielleicht gar nicht so bewusst oder so. Ja, und das war es eigentlich auch schon mit diesem kleinen Video. Wie gesagt, das waren jetzt so ein bisschen die Gründe oder so ein bisschen das, was so die letzten 1-2 Monate, was ich so beobachten konnte von Leuten, die eben nicht so zufrieden waren oder sogar mit der 8-Chart-Taktik aufgehört haben. Also unbedingt wichtig ist, nochmal zusammengefasst, wirklich, wir brauchen klare Angaben oder ihr braucht klare Vorgaben von euch selber, welche Klassen und für was, wie lange werde ich das tun. Wenn ich es wirklich für immer machen will, habe ich das Durchhaltevermögen dafür, bin ich wirklich so ein Grinder in Anführungszeichen, dass ich das wirklich über Monate, weil das ist wirklich ein Langzeitprojekt. Außer man macht das Dungeon Farmer, zum Beispiel für Envy-Devs, das dauert dann in der Regel nicht so ultra lange. Aber ansonsten ist es halt wirklich ein Langzeit-Durchhalteprojekt, Durchhaltevermögen ist definitiv gefragt. Und das Gleiche ist, wie gesagt, habe ich überhaupt die Erfahrung in Fly Universe, weiß ich, wie Fly Universe grundsätzlich funktioniert, kenne ich mich aus, ja, vielleicht soll ich noch ein paar Videos gucken oder ich starte einfach rein. Ich sage natürlich nicht, dass man das nicht komplett gar nicht tun sollte. Ich sage halt einfach nur, man sollte halt verhindern, dass man im Long Run, wie gesagt, halt sehr unglücklich wird. Und es macht ja dann keinen Sinn, wenn man, wie gesagt, schon sau viel Zeit investiert hat und dann irgendwann sagt, ach, alle Charts sind falsch, irgendwie brauche ich alles für alles zu lang, irgendwie ist das alles kacke. Und dann hört man auf, weil dann hat man einfach nur extrem viel Zeit gewastet, hat lauter Charakter auf unterschiedlichen Leveln. Wenn man dann mit 2 Charakteren weiterlevelt und die anderen zurücklässt und so und benutzt sie für nichts. Und das ist einfach etwas, was man unbedingt verhindern sollte, weil das wäre dann einfach schade. Ich sage auf jeden Fall danke euch fürs Zuschauen. Ich würde mich selber ein Like, Kommentar, ein Abo von euch freuen. Und wir sehen uns im nächsten Fly Universe Video wieder. Bis dahin, haut rein, macht's gut und ciao, ciao.